Bist du bereit, das Geheimnis hinter Seelands Transurfing zu entschlüsseln? Willst du lernen, wie du deine Realität so formen kannst, wie du es dir immer erträumt hast? Denk an die grenzenlosen Möglichkeiten, das unendliche Potenzial, das in dir schlummert. Heute nehmen wir diesen mächtigen Schlüssel zur Manifestation in die Hand und öffnen die Tür zu einem Leben, das du dir nicht mal in deinen kühnsten Träumen vorstellen konntest. Wenn du bereit bist, dann lass uns in die unglaubliche Welt des Transurfing eintauchen und unsere Realität nach unseren Wünschen gestalten. Hey, schön dich wiederzusehen. Heute bin ich dein Guide in die Welt von Transurfing. Wir tauchen ein in eine Quantenwelt, in eine Welt, wo Quantenphysik auf die physische Realität trifft und dir zeigt, dass die Naturgesetze, die du glaubtest, vielleicht doch gar keine Naturgesetze sind, sondern dass die Naturgesetze der Quantenphysik eher die Naturgesetze sind, die hier auch genauso funktionieren. Als ich zum ersten Mal das Buch von Wladimir Seeland gelesen habe, Transurfing, war ich am Anfang skeptisch. Aber was mir sehr gefallen hat, war, dass er am Anfang geschrieben hat, dass das, was er in diesem Buch vorstellen wird als Quantenphysiker, kein spiritueller Hokuspokus ist oder esoterisches Zeug, sondern dass das Wissenschaft ist und dass diese Techniken, die er vorstellt, dass man die einfach in der physischen Realität testen soll. Und man wird selber seine eigenen Resultate sehen. Und da dachte ich mir so, okay, wenn er schon so groß schreibt, ja, dann testen wir diese ganzen Methoden in der Praxis. Und ich habe sie seit vielen, vielen Jahren getestet und ich kann auf jeden Fall bestätigen, ja, diese Gesetze funktionieren genauso in dieser Welt. Und deswegen mache ich auch dieses Video, um dir eine praktische Anleitung zu Wladimir Seelands Transurfing zu geben. Ja. Was mich interessiert ist, ob du schon Erfahrungen mit dem Thema Manifestation gemacht hast. Wenn ja, schreib es mir jetzt unten in den Kommentaren hinein. Es wäre sehr, sehr wichtig zu sehen, was das wäre und vor allem, dass du hier reinschreibst, was du manifestieren willst, denn damit machst du deinen ersten Schritt in diese Richtung und manifestierst deine Ziele schon irgendwo materiell auf einer Plattform. Und du wirst sehen, da passiert ein physisches Ereignis, wenn du das getan hast. Also nimm dir kurz die Zeit und schreibe das, was du manifestieren willst, hier unten unter dem Video hinein. Ja. Ich zum Beispiel habe vor kurzem angefangen, einen tollen Verlag zu manifestieren, ein tolles Angebot zu manifestieren, habe mir meine finanziellen Sorgen, die ich hatte, wegmanifestiert, was sehr gut geklappt hat. Dann habe ich angefangen, meinen YouTube-Kanal besser zu manifestieren, dass er schneller wächst, dass die Videos mehr Reichweite bekommen. Und das hat auch super funktioniert und deswegen danke ich dir und danke ich euch für eure unglaubliche Unterstützung, für das Liken, für das Kommentieren, für das Teilen der Videos. Und deswegen bitte auch weitermachen, macht Kommentare, teilt die Videos und so weiter, um einfach diesen Kanal weiter aufzubauen, damit das Thema Bewusstsein mehr in die Menschheit kommt. So, lange gequatscht, lasst uns aber loslegen. Starten wir mit dem ersten Thema. Und zwar das erste Thema, der erste Schritt für Transurfing ist, dass du ein Verständnis der Raum der Varianten bekommst. Ja. Was bedeutet das? Ja? Der Raum der Varianten, das ist ein Konzept, was in dem ersten Buch vorgestellt wird. Das ist wie so ein Feld der unendlichen Möglichkeiten. Stell dir mal eine Landkarte vor und du stehst auf dieser Landkarte auf diesem Punkt. Und egal in welche Richtung du dich drehst, hier auf dieser Landkarte sind die Berge, hier ist der Ozean, hier ist die Wüste, da vorne ist der Wald. Ja? Als Beispiel ist, ne? Das heißt, wenn du eine Entscheidung triffst, zur Wüste zu gehen, dann musst du dich in diese Richtung drehen und dann gehst du zur Wüste. Wenn du eine Entscheidung triffst, zum Meer zu gehen, musst du eine Entscheidung treffen und dann musst du dich in diese Richtung bewegen und dann gehst du in diese Richtung. Das heißt, dein Leben basiert auf diesem Moment, dass du bist gerade in diesem Moment
Und deine Entscheidung definiert, in welche Richtung dein Leben verläuft. Das bedeutet, dass wenn du zum Beispiel jetzt jemanden triffst, ja, in den du dich verliebst oder was auch immer, oder du siehst eine tolle Frau oder einen tollen Mann und du möchtest sie ansprechen, aber du tust es nicht. Das heißt, du hast die Zeitlinie, du sprichst sie an, und dann kann es sein, dass dann auf eine Zeitlinie kommst, wo du vielleicht mit dieser Person heiratest und so weiter und Kinder kriegst. Ja. Aber wenn du den Mut nicht hast, sie anzusprechen, kann es passieren, dass du dann nur vorbeigehst, vielleicht sie kurz anlächelst und dann kommst du auf eine andere Zeitlinie. Das heißt, diese Ereignisse führen dich irgendwo anders hin auf der Landkarte. Und das ist der Raum der Varianten. Das heißt, du bist in diesem Augenblick und du kannst in diesem Moment alle möglichen Varianten entscheiden. Du kannst das Video jetzt abbrechen, du kannst denken, ah, was ist der für ein Quatsch und so weiter. Du kannst denken so, ah, das ist ja spannend, ich höre weiter zu, vielleicht lerne ich noch was fürs Leben und dann bist du auf einer anderen Zeitlinie und so weiter. Also du hast in diesem Moment unendliche Varianten zu entscheiden, wie gehst du jetzt mit diesen Informationen um. Und das sind die Varianten, die dann gerade vor dir sind, nennen wir es mal diese 3 Türen. Ja? Und wenn du die Tür A aufmachst, also du schließt das Video, dann bekommst du die restliche Information nicht. Und dann kann es sein, dass du gewisse Sachen, die möglich sein sollten, gar nicht erleben kannst. Wenn du das Video zum Beispiel zu Ende ansiehst, ich sage das nur als Metapher, dann kann es sein, dass du verstehst, wie das funktioniert, das Konzept, und durch dieses Verständnis wirst du viel mehr Bewusstheit durch den Raum der Varianten wandern und wirst viel mehr Klarheit über die Möglichkeiten und Optionen bekommen, und vor allem wirst du mehr Möglichkeiten in Bezug auf, wie wählst du diese Zeitlinie bekommen. Und deswegen bleib dran, es wird sehr, sehr spannend. Ja. Also, es ist wichtig, dass du verstehst, dass das, was ich dir gerade erzählt habe, keine Metapher ist, sondern eine Darstellung der Realität aus einer höheren Perspektive. Ja? Ähm, Deine Entscheidung ist schlussendlich das, worum sich das Ganze dreht. Ja? Aber wenn wir über das Thema Entscheidung treffen, ist es sehr, sehr wichtig, dass du verstehst, dass die Entscheidung nicht immer bewusst getroffen wird. Das heißt, wenn du etwas entscheidest, glaubst du, das bewusst entschieden zu haben, aber es ist so, dass wir Entscheidungen auf Basis unserer Muster treffen, die wir in unserer Vergangenheit in dieses Gehirn programmiert haben. Stell dir das Ganze, dein Bewusstsein vor wie ein Wasserhahn, und dein Wasserhahn hat eben einen Filter von deiner Vergangenheit. Und durch deine Sinne fließt Bewusstsein, aber diese Filtersysteme blockieren dich in gewissen Entscheidungen, ja, weil du halt an etwas festhältst und so weiter. Ja. Und wir haben in unserer Vergangenheit oder im Gehirn oder Körper 12 Systeme, also das Ego-System, Konditionierungen, alles Mögliche, Hormone, das spielt alles eine riesengroße Rolle. Und das Ganze mündet in deinen Körper in einen Zustand, und auf Basis deines Zustandes triffst du Entscheidungen. Ja. Nicht nur auf den Zustand, aber das ist die Basis des Ganzen. Und wenn du verstehen willst, wie diese 12 Systeme funktionieren, ich habe ein Video gemacht, das verlinke ich dir hier und am Ende des Videos. Das nennt sich "So wirst du manipuliert". Das sind die 12 Systeme der Verhaltenssteuerung. Schau dir unbedingt dieses Video an. Du wirst in diesem Video verstehen, wie du Entscheidungen triffst, welche Muster dich zu diesen Gedanken führen, welche Muster dich manipulieren im wahrsten Sinne des Wortes, was für Anhaftungen hast du an die Vergangenheit. Und dann wirst du verstehen, dass du viel bewusster dann entscheiden kannst. Und so kannst du dann, wenn du das verstanden hast, im Raum der Varianten viel besser dich bewegen, weil du klar verstehst, dass diese Handlung aus diesem Muster kommt und dass dieses Muster du durchbrechen kannst. Ja. Da gibt es übrigens einen Kurs in der Meditation Academy, der nennt sich Breakthrough, durchbreche deine Muster, ja, der auf Basis dieser 12 Systeme ist. Ja. Das war so das Konzept von dem Raum der Varianten. Ich hoffe, du hast es verstanden. Ich wiederhole es einfach ganz kurz. Also wir haben hier diese Landkarte, du bist irgendwo auf dieser Landkarte, und die Entscheidung, die du triffst, führt dich in einen anderen Punkt dieser Landkarte. Und so funktioniert unser Leben. Ja. Der Schritt 2 ist die bewusste Wahl.
Sobald du ein Verständnis des Raumes der Varianten hast, und das hast du jetzt hoffentlich, musst du diese Realität auswählen. Ja? Also du musst eine bewusste, wie ich gerade gesagt habe, eine bewusste Entscheidung treffen, um dann dorthin zu kommen. Ja? Das ist nicht nur eine mentale Übung, sondern erfordert eine tiefe emotionale und energetische Ausrichtung, dass du von A nach B gehen möchtest. Ja? Mach dir also klar, was du wirklich willst, nicht nur auf einer oberflächlichen Ebene, sondern auf einer tieferen emotionalen Ebene, auf einer Sehnsuchtebene, ähm, und nutze eben Techniken wie Journaling, Selbstreflexion und so weiter, um dir ganz klar und bewusst zu machen, was du wirklich willst und welche Wahl, die du triffst, wie bewusst diese Wahl tatsächlich ist. Ja. Wie gesagt, dazu empfehle ich dir einfach mal dieses Video anzusehen, die 12 Systeme der Verhaltenssteuerung. Ja. Stelle dir diese Realität, die du dir vorstellen möchtest oder wo du hinkommen möchtest, so lebhaft wie möglich vor. Fühle, wie es sich anfühlt, in dieser Realität zu leben. Das ist nicht nur positives Denken, sondern es geht darum, sich wirklich in die Energie und in das Gefühl dieser gewünschten Realität hineinzuversetzen. Ja. Eine wundervolle Methode, die mir persönlich dabei hilft, ist eine Meditation, die ich gemacht habe. Ich nenne das Timeline Shifting. Das ist eine Meditation, wo du dir genau das, wie es in Transurfing funktioniert, gehirngerecht, und dann da wirst du geleitet durch eine Meditation, die dich eben auf diese unvermeidliche Zeitlinie bringt. Das heißt, das, was du dir erreichen möchtest, muss unvermeidlich werden. Ja? Das nennt sich eben Timeline Shifting. Kannst du einfach dann in der App kostenlos testen. Einfach auf brainwithdld.app lass dir runter kostenlos, und dort gibt es die Kategorie Selbstprogrammierung, und in der Kategorie Selbstprogrammierung gibt es das Thema Manifestation, und dort findest du Timeline Shifting. Ja? Und dort kannst du dann üben. Ja. Der Schritt 3 ist Absicht und Fokus. Der nächste Schritt dann ist deine Absicht sozusagen klar zu setzen und deinen Fokus auf das zu richten. Ja. Und das ist kein Prozess, den du einmal machen musst, sondern das musst du, wir leben mal in einer Zeit, wo es nicht so einfach geht, das musst du mehrmals wiederholen. Ja. Deine Energie, deine Aufmerksamkeit, deine konstante Aufmerksamkeit und Wachheit musst du darauf ausrichten. Ja. Und den ganzen Fokus auf diese Realität, auf diese Zielrealität lenken und richten, damit deine Überzeugung und dein Denken nicht mehr im Widerspruch, und deswegen nochmal wichtig, das Video, so wirst du manipuliert, die 12 Systeme der Verhaltenssteuerung, dass du einfach verstehst, was für Überzeugungen stehen im Widerspruch und so weiter, dass du diese Energien sich ablösen von dir, damit du auf diese Zeitlinie kommen kannst. Ja. Das kannst du durch Quantensuggestion machen, durch Visualisierung und so weiter. Oder ich habe auch in der Kategorie Selbstprogrammation, jetzt wo es mir einfällt, eine Meditation gemacht, die nennt sich Reprogram, ändere dein Glaubenssystem. Und das hilft dir sehr, sehr deine Systeme zu verändern, damit du anders denkst und dann sozusagen auf diese Zeitlinie kommst. Wie du siehst, meine Arbeit in der Brainwave 3D App mit der Meditation, mit den Hypnosen und Frequenzen basiert sehr, sehr viel auf diese Arbeit auch von Wladimir Seeland von Transurfing, ja, weil es einfach funktioniert. Ja. Schritt 4, den Wladimir Seeland in seinem Buch vorgestellt hat, ist Loslassen und Vertrauen. Ja. Und das ist vielleicht der wichtigste und schwierigste Schritt des Loslassens und des Vertrauens. Das bedeutet, dass du, nachdem du deine Absicht gesetzt hast, nachdem du den Fokus auf eine Sache ausgerichtet hast, dass du loslassen musst, denn wer um einen Platz in der Sonne kämpft, der wird sie nicht bekommen. Steht auch in Transurfing drin. Ja. Das erfordert eben Vertrauen, und das erfordert Geduld, Loslassen und dem Universum erlauben, für dich zu arbeiten. Denn wenn du Widerstände erzeugst, wenn du Muster hast, wenn du welche Vorstellungen hast, wie das zu sein hat, dann wirst du es schwer erreichen. Ja. Also du musst glauben, dass das Universum deine Absichten kennt, und dir die bestmögliche Realität für dich organisiert. Dies erfordert natürlich Loslassen und auf der anderen Seite Loslassen von Kontrolle und das Vertrauen in den Prozess. Ja. Kommen wir zu Schritt 5 von 7.
Beobachtung und Anpassung. Ja. Während du dem Universum erlaubst, für dich zu arbeiten, ist es deine Aufgabe, wachsam zu bleiben und auf Zeichen und Synchronizitäten zu achten, ja, die darauf hindeuten, das ist wichtig, dass deine gewünschte Realität jetzt sich in dein Leben kommt, dass sie manifestiert wird. Ja. Also sei bereit, auch Anpassungen zu machen, flexibel zu sein und wenn das Universum dir unerwartete Dinge schickt oder auf unerwartete Weise arbeitet, dass du damit du das einfach annimmst, ja. Und in Schritt 6 wird es sehr, sehr spannend, und zwar Dankbarkeit und Anerkennung, ja. Auch wenn du das Ziel noch nicht erreicht hast, ja. Wenn du in der Frequenz der Dankbarkeit und der Anerkennung bist, dann ist zum Beispiel durch die Arbeit von Dr. Joe Dispenza nachgewiesen worden, dann kommst du viel, viel schneller auf diese Zeitlinie. Also während du beginnst, Beweise für die Manifestation deiner gewünschten Realität zu sehen, es ist wichtig, es ist wichtig, eben, dass du Dankbarkeit zu übst und Veränderungen, schon kleine Veränderungen anzuerkennen, die geschehen, und die stärkt dein Vertrauen verstärkt dein Glauben und das verstärkt deine Überzeugung in dem Prozess, und das führt dich schlussendlich zu dieser neuen Wahrheit, und diese Wahrheit ist das, was schlussendlich das Ganze dann manifestiert. Ja. Und wir landen bei Schritt 7, Wiederholung und Vertiefung. Ja. Diesen Prozess immer wieder zu vertiefen, einen anderen Weg zu gehen, also einen anderen Blickwinkel zu machen, neue Techniken mit einzubauen, ähm, diese Fähigkeiten und ein Verständnis für diesen Prozess zu integrieren. Je mehr du das Ganze machst, also sprich, du willst jetzt zum Beispiel jetzt irgendwas im Buch schreiben, ja, dann geht es mal darum, dir ein Thema zu suchen, dich damit zu beschäftigen. Dann geht es darum, mal das Konzept dafür zu schreiben, dann die ersten Seiten, dann das Inhaltsverzeichnis und einfach mal daran zu arbeiten. Und dann kommt das Universum, gibt dir Impulse, vielleicht ein Film und so weiter, wo du inspiriert wirst und so weiter. Und deswegen ist es wichtig, dass du einfach von verschiedenen Herangehensweisen dein Ziel verfolgst. Und je mehr du durch diesen Prozess durchläufst, desto effektiver wirst du in deiner Manifestation der gewünschten Realität kommen. Also diese 7 Schritte einfach beachten. Ja. Wow, das war jetzt sehr, sehr viel, was wir durchgemacht haben. Ja. Ähm, und ich hoffe, du bist genauso begeistert wie ich von Transurfing. Ich habe das schon sehr, sehr oft in meinen Videos erwähnt und habe viele Videos auch über das Thema gemacht. Habe auch eben angefangen, viele Meditationen daraus zu machen. Also wenn dich das interessiert, dann schau einfach auf brainwave3d.app und lade dir einfach die App kostenlos runter und nutze sie. Und ja, denk daran, es geht nicht nur darum, eben das Wissen zu haben, das du jetzt von mir bekommen hast, sondern es in dein Leben anzuwenden. Also das wirklich in die Praxis zu bringen. Und lass mir unten in den Kommentaren da, was ist dein Ziel, was möchtest du manifestieren. Damit setzt du sozusagen schon den ersten Schritt in diese Richtung. Ja. Und bevor du gehst, lass mir noch ein Like da und unterstützt diesen Kanal, indem du nochmal kommentierst, Like da lässt und dieses Video an deine Freunde teilst, damit viele Menschen von diesem Wissen aus Transurfing profitieren und auf die richtige, für ihren Zweck gewünschte Zeitlinie kommen. Ja. In dem Sinne, vielen Dank nochmal, dass du das Video bisher gesehen hast, dass du meine Arbeit unterstützt. Wenn du keine weiteren Videos verpassen willst zum Thema Bewusstseinserweiterung, dann lass mir ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video und bis bald.